Hallo, hier ist Mucho und heute wollte ich einen kleinen Nachtrag liefern zum Thema Zen und Kreativität. Passt das überhaupt zusammen? Kurze Antwort von mir, ich sehe da keinen Widerspruch, aber das liegt auch vielleicht daran, dass ich eine etwas andere Vorstellung habe von Kreativität als vielleicht einige meiner Zuschauer. Und ich habe auch heute eine andere Vorstellung von Kreativität, als ich das noch als 20-Jähriger hatte. Ne? Also ich habe nie Kunst studiert, aber es gab mal eine Zeit in meinem Leben als Teenager, wo ich das eigentlich eine ganz coole Idee fand, Künstler zu werden. Ne? Auch bevor ich mit Zen in Kontakt kam. Ne? Also eben diese Idee, du entleerst dich in einer Konservendose und verkaufst die für furchtbar viel Geld, ne? Für denselben Preis wie Gold. Ne? Oder du malst eine Leinwand schwarz an und schlitzt die auf. Und das wird dann in New York und in London und Berlin in den Museen für moderne Kunst gezeigt. Ne? Sozusagen ähm, durch bildende Kunst der Welt den Mittelfinger zeigen und du wirst dafür noch gefeiert. Also ich fand das toll, diese Idee. Ne? Und ich malte gerne damals, ne? Auf riesen Leinwände zum Teil. Ne? Und in den 80ern, da wurden gerade die jungen Wilden gefeiert. Ne? Und ich fand die auch toll. Obwohl die jungen Wilden, glaube ich, damals weder jung war noch besonders wild. Das waren in der Regel irgendwelche Kunstprofessoren. Ne? Aber die hatten dieses Label, die jungen Wilden, für sich reklamiert. Ne? So eine Neuauflage des Expressionismus, kurz gesagt. Ne? Ich fand das toll. Ne? Und ich liebte es, mit meinen Farben auf der Leinwand rumzuspritzen. Ne? Für mich war Malen eine Form von Orgasmus. Und auch mein Kunstlehrer, der fand das gar nicht so schlecht. Ne? Obwohl ich eigentlich nur die jungen Wilden kopierte, meinte er, du hast schon deinen eigenen Stil gefunden. Ich war gerade 15, 16, 17, ne? Und er sagte, du hast schon deinen eigenen Stil gefunden. Ähm, und für mich, das war eben Kreativität. Ich drücke mich aus. Ich bin anders als der Rest. Obwohl ich gerade dadurch mich zum Teil des Mainstreams machte. Ne? Versuchen anders zu sein, versuchen ganz besonders kreativ zu sein. Ne? Und dann mit 19 gehe ich nach Berlin, fing mein Japanologiestudium an und da gab es einen Japaner, der dort unterrichtete als Sprachdozent und der bot auch Kalligrafiekurs an. Und wollte ich natürlich machen. Ne? Ich interessierte mich ja für Japanisch, japanische Kunst und ich dachte, jetzt mache ich auch Kalligrafie, da kann ich mich dann auch wieder ausdrücken. Und versuchte dann von der ersten Stunde an, ich wusste noch nicht mal, wie man den Pinsel richtig hält, auch mich in der Kalligrafie ganz besonders individuell, kreativ auszudrücken. Und der Japaner war ein total lockerer Typ, ne? Auch ein linker, antiautoritärer Typ, ne? Der auch, ich glaube, in der Folge der Studentenbewegung da nach Deutschland gekommen ist und in Deutschland hängen geblieben war. Ne? Eigentlich ein total lockerer Typ, aber er hatte halt in Japan Kalligrafie richtig gelernt. Ne? Für den, das war schon mehr als ein Hobby für ihn. Ne? Und er war nicht besonders streng mit mir, aber er belächelte das schon sehr, was ich da so machte. Ne? Also mein Versuch, vom ersten Tag, von der ersten Stunde aus ganz besonders kreativ zu sein. Und ich sprach darüber, wie sich meine Vorstellung von Kreativität so ein bisschen geändert hat und über vielleicht auch den Unterschied zwischen dem, was man in Japan unter Kreativität versteht und dem, was wir im Westen unter Umständen darum verstehen. Ein Konzept, das beim Verständnis recht hilfreich ist, ist Shuhali. Einige von euch haben wahrscheinlich schon davon gehört. Im Zen habe ich ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, jemals in Antaichi oder sonst wo diesen Begriff gehört zu haben, aber man verwendet ihn. Zum Beispiel in den Kampfkünsten, aber auch in der Teezeremonie, in der Dichtung, in der japanischen Architektur.
Man findet ihn immer wieder. Ne? Kurz gesagt, Sch bedeutet bewahren. Was wird da bewahrt? Die Tradition, die Lehre des Meisters. Es geht erstmal darum, vom Meister zu lernen und das, was man lernt, zu bewahren. Savaki spricht davon, du musst erstmal dein Glas leeren, denn sonst kann der Meister noch so viel reingießen. Tee, es wird überlaufen. Du musst dein Glas leer machen und da wird Wasser eingefüllt. Oder Tee oder Kaffee, was auch immer. Und es geht zunächst mal darum, das zu bewahren, beziehungsweise den Geschmack der Lehre des Meisters genau zu schmecken. Und das kann Jahre dauern. Ne? Das kann Jahre dauern. Und in der Zeit fühlt es sich manchmal auch recht autoritär an. Ne? Warum kann ich nicht mein eigenes Ding machen? Ich will doch malen. Ich will mich doch ausdrücken. Und danach kommt Ha. Und Ha bedeutet brechen, zerstören. Das ist der Punkt, wo man über die Form hinausgeht. Man bricht mit der Tradition. Man befreit sich von diesen Fesseln. Diese Fesseln, die man erstmal lernen muss, richtig anzulegen. Aber dann geht man darüber hinaus. Man ist kein Sklave mehr der Tradition. Ha, hier wird gebrochen. Und davon gibt es viele Beispiele auch im Zen. Ne? Ich habe Bodhidharma und die alten Ahnen in China genannt, aber ein berühmter Name von einem, der gebrochen hat mit vielen Traditionen, ist Ikkyu, ein Kaisersohn, der Zen-Mönch wurde und auch der Abt vom Daitokuji, ne? Aber der mit Roben bekleidet zu Prostituierten ging und auch eine Tochter, glaube ich, hatte mit einer Prostituierten, ne? Und verrückte Gedichte geschrieben hat. Ein anderer bekannter Name wäre vielleicht Ryokan-san im Soto, der auch hätte Karriere machen können, aber der mit Kindern spielte, ne? Und der sich gar nicht darum gekümmert hat, was die anderen über ihn dachten. Oder ein modernerer Name Santoka, lebte vor 100 Jahren, auch ein Soto-Mönch, der ganz verrückte Haikus geschrieben hat, die sich überhaupt nicht gekümmert haben über diese 5-7-5-Regel. Ne? Der hat vollkommen freie Haikus geschrieben. Das sind Beispiele für Ha. Und das Problem damit habe ich auch schon beim letzten Mal ein bisschen erklärt. Plötzlich hängen wir an dieser Idee, ne? Ich will alles brechen. Ich will die Buddha-Statuen entweder ins Feuer werfen oder in den Teich. Wieso sollte ich mich verbeugen? Plötzlich willst du, entweder du willst hiermit anfangen oder wenn du endlich hier angelangt bist, bleibst du da stehen. Der letzte Punkt, Li, ist, auch davon noch loslassen. Auch davon noch loslassen. Du bleibst nicht bei diesem Brechen der Traditionen stehen. Und plötzlich kannst du wieder ganz normal Gassho machen, bevor du deinen Reis isst. Und es fällt dir auch nicht schwer, die Schalen zu waschen. Du musst nicht die Schalen jedes Mal zu Boden schmeißen und zertrümmern, um zu beweisen, was für ein Rebell du bist. Shu, ha, li. Und wie gesagt, ich habe das im Zen so nie gehört, aber man könnte das auch übertragen auf zum Beispiel Koan-Praxis, so wie sie im Wolkenturm und an anderen Orten praktiziert wird. Ne? Am Anfang lernst du die Regeln kennen im Dojo, wo du dich zu verbeugen hast, ne? Wie man im Viereck geht beim Kinn hin und dass man bitte im Gleichschritt gehen soll und wie man in den Doksam-Raum reingeht und wie man sich zu verbeugen hat vor dem Meister. Und der Meister sitzt da und hat diese Autorität. Ne? Und es wird von dir erwartet, dass du diese Regeln befolgst. Und das wäre dann eben Sch. Ne? Gibt Regeln, die du befolgen musst. Und dann bekommst du Koans wie eben das. Ne? Was ist das? Wenn du sagst, es ist ein Fächer, bekommst du 30 Stockschläge. Und wenn du sagst, es ist kein Fächer, bekommst du auch 30 Stockschläge. Und der Dirk sagt dann immer noch gleich, und natürlich bekommst du keine Schläge, keine Angst. Aber du darfst nicht Fächer sagen, du darfst aber auch nicht sagen, das ist kein Fächer. Was ist das? Und am Anfang bist du ratlos, aber irgendwann spürst du, ne, was damit gemeint sein könnte. Runterkommen von der Verstandesebene, nicht logisch
konzeptuell darüber nachzudenken, sondern auf der Erfahrungsebene die Antwort zu geben. Irgendwann bekommst du eine Ahnung davon, was gemeint ist, aber du hast eine gewisse Angst, denn das darf ich doch nicht. Du spürst die Antwort irgendwo, aber du hast Angst. Ne? Aber ist das erlaubt? Ist das denn überhaupt erlaubt? Aber dann traust du dich und gibst diese Antwort, die bricht mit den Regeln, den selbstgemachten Regeln. Niemand hat gesagt, das ist verboten. Aber in deinem Kopf, ne, denkst du, das darf ich nicht. Dann traust du dich aber, diese Koan-Antwort zu geben und du merkst, oh, das darf ich. Ne? Ich darf alles. Ich darf alles. Es ist alles erlaubt. Das ist so eine der ersten Augenöffner sozusagen, ne, bei der Koan-Arbeit. All diese Dinge, von denen ich glaubte, ich darf das nicht, ne, das habe ich mir nur selber gesagt. Ich darf alles. Nichts, was in diesem Raum nicht erlaubt wäre. Und auch der Meister hat nur die Autorität, die ich ihm gebe. Und ich gebe ihm die nur, weil ich weiß, das ist ein Spiegel meiner eigenen Praxis. Aber dann, ne, irgendwann hängt man auch wieder an dieser Idee von, jedes Koan muss ich auf ganz besonderes, originelle Weise lösen. Ich muss es zu einem Teil von mir machen. Irgendwann hat man diese Idee, es geht um mich. Und das ist ja auch nicht falsch. Ne? Das ist ja auch nicht falsch, wenn von den Bodhisattvas die Rede ist, wenn von den Buddhas die Rede ist. Es geht um dich. Es geht um dich, aber plötzlich kommt man in den Doxan-Raum, es geht um mich. Ne? Und kommt auch immer wieder vor, dass dann Leute noch irgendwas mitbringen, ne? Was sie im Garten gefunden haben oder irgendwelche Werkzeuge mitbringen, um sich noch besser auszudrücken. Und dann spätestens ein paar Dutzend Koans später, ne? Am besten ein bisschen früher, ne? Kommt man auch auf den Punkt, dass es nicht darum geht, mit allem zu brechen. Nein, es geht nicht um dich, sondern eben darum, loszulassen von dieser Idee, es geht um mich. Eine Metapher dafür wäre, ne, am Anfang, ne, du musst ein festes Gerüst haben. Und das ist schön. Ne? Du brauchst ein festes Gerüst, um dich zu stützen, um dich daran zu orientieren. Aber dann, irgendwann traust du dich loszulassen. Du gehst freihändig. Und du merkst, ich kann freihändig gehen. Ich brauche selbst das Gerüst nicht mehr. Du wagst den Sprung ins Leere und du fällst. Und es ist eine Befreiung. Aber wo fällst du hin? Du fällst letztlich in Li. Und Li ist wieder die Form. Wie eine Katze, die mit beiden Füßen auf der Erde aufkommt. Du landest genau an dem Ort, wo du hingehörst sozusagen. Ne? Und das ist eben der Punkt, wo du ganz natürlich Gastshow machen kannst. Du musst nicht jedes Mal dein ganz spezielles Gastshow machen. Ne? Und wenn du sagst, das ist aber keine Kreativität mehr, ne? Ich will doch originell sein, könnte sein, dass dann für dich da ein Widerspruch besteht, ne, zwischen Zen und Kreativität, Originalität. Ne? Aber ich würde sagen, vielleicht ist das die wahre Kreativität, Originalität, ne? Wo sich nicht dein kleines Individuum, dein individuelles Selbst ausdrückt, sondern was Größeres durch dich zum Ausdruck kommt. Ne? Du erlaubst dem Universum, sich durch dich auszudrücken. Und dieser Ausdruck wird auch immer individuell, originell sein, denn das Universum drückt sich in jedem von uns anders aus. Aber darüber müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Du musst dir keine Sorgen machen, wie werde ich heute das Universum auf ganz besonders originelle, kreative Weise ausdrücken. Das macht das Universum für dich. Ne? Steh ihm nicht im Weg. Steh der Kreativität mit deinem Vorstellung davon, wie antiautoritär Kreativität sein muss. Ne? Steh
der Kreativität mit diesen Konzepten davon, wie es sein soll, nicht im Weg. Das gilt übrigens natürlich auch für Schuhali. Es gibt auf Wikipedia Artikel in 11 verschiedenen Sprachen, leider nicht auf Deutsch, ne? Aber zum Beispiel auf Englisch. Und da steht ganz oben, Schuhali ist ein Konzept aus den japanischen Kampfkünsten. Auch das ist ein Konzept, ne? Und wenn du dann bei Li stehen bleibst und sagst, das ist das Li von Schuhali, jetzt bin ich am Ende angelangt, dann stehst du wieder am Anfang. Ne? Auch davon wieder musst du loslassen. Ne? Es gibt kein Ende des Loslassens. Okay, so viel nochmal zu Zen und Kreativität und wie sich meine eigene Vorstellung davon, was Kreativität bedeutet, geändert hat. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.